Das Geile an der Schallplatte ist, dass diese Rille eben physikalisch da ist, dass der Ton was Haptisches ist. Fast schon Wunder für Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert, dass da eben aus dieser Oberfläche da irgendwie wie von Zauberhand Musik rauskommt. Man kann sie schön sammeln, man hat die Haptik, man muss sich Mühe geben, damit man sie anhören kann. Das sind halt alles Dinge, die in dem ganzen Streaming-Zeitalter verloren gegangen sind. Und der Aspekt, wenn man dieses Produkt kauft, unterstützt man eben direkt auch den Künstler. Das Schöne an der Platte ist, dass es ein Kunstwerk ist, dass es ein großes Cover hat und sich die KünstlerInnen Gedanken machen über das Artwork, über die Haptik, das Griffige, wie sie Papier anfühlt. All das sind ja Themen, die bei diesem Produkt mit reinspielen. Der Zauber der Schallplatte verfängt bei mir immer noch. Bin immer noch dem Medium verfallen, ansonsten würde ich es auch nicht mehr machen. Natürlich gibt es bei mir auch Tage, wo ich mir denke, okay, ich kann jetzt nichts mehr Rundes sehen. Ich gehe heute Abend sicher nicht Pizza essen. Ich will mal was Eckiges. Ja, das gibt's auch. Ganz unscheinbar in einem Augsburger Hinterhof liegt das Tonstudio von Duophonic. Moritz Illner ist einer der beiden Gründer und Chefs. Sie produzieren Schallplatten. Der Anfang. Eine runde, mit Lack beschichtete Scheibe, sie nennen das die Folie. Innen besteht sie aus Aluminium. Moritz Illner wird darauf jetzt die Musik einschneiden. Auf dem Schneidetisch. Mit Hilfe eines ultrascharfen Diamanten. Bevor ich anfange zu schneiden, mache ich einen Testschnitt, eine Testrille, um diverse Sachen zu prüfen. Erstmal funktioniert die Maschine rein technisch. Wie schaut die Rille aus, die stille Rille, ist die Nadel vielleicht defekt oder nicht. Ich schneide ausgewählte Stücke der Platte, vielleicht so 10, 20, 30 Sekunden insgesamt, in diesen Anfangsbereich, um zum ersten Mal zu hören, wie klingt es tatsächlich auf Schallplatte. Ich kontrolliere jetzt, ob der Sound vom Original mit dem auf der Platte übereinstimmt und möglichst identisch ist. Und gegebenenfalls regle ich noch ein bisschen den Sound nach. Die Tondaten bekommt er von den Musikern, meist in digitaler Form, manchmal aber auch auf Tonband, ganz analog. Die schwierigen Stellen sind ganz am Ende, prinzipiell ganz unabhängig von der Musik. Also am Schluss einer jeden Seite klingt die Platte immer ein bisschen schlechter, ein bisschen angezerrt vielleicht oder die Höhen nehmen ab. Das hat physikalische Gründe. Und dann ganz expressive Höhen, also S-Laute der Stimme oder sehr aggressives Becken. Und wenn ich eben sowas sehe, sowas höre, sowas finde in einer Aufnahme, dann mache ich natürlich von diesen Stellen eben diese Testschnitte, um eben gleich sozusagen das Worst Case abzudecken, sozusagen. Ist der Testschnitt fertig, beginnt der eigentliche Schnitt der Plattenseite. Eine um die 400 Meter lange Rille in Spiralform. Die Töne entstehen erstmal durch den sogenannten Schneidekopf. Das kann man sich vorstellen, das sind zwei Spulen, die sich wie in einem Lautsprecher, die sich bewegen, links und rechts. Und diese Bewegung macht diese Schneidenadel mit, die vibriert dann sozusagen in Abhängigkeit der Musik und schneidet diese Vibrationen eben in diese Rille. Vielleicht ähnlich wie bei einem Seismographen, der Erdstöße aufzeichnet, da ist dann ein Bleistift und ein Kugelschreiber montiert und das Blatt Papier, das drunter vorbeiläuft, ist letztendlich meine drehende Scheibe. Hier sieht man einen simulierten Schnitt. Da sieht man einerseits, dass diese Rillen sehr große Bögen machen, das sind dann die Bässe, und andererseits eben so ganz kleine Auslenkungen oder Schattierungen, fast schon hier auch am Rand sind, das sind eben die Höhen. Und dann sieht man eben auch ganz gut, dass diese Rille jetzt einerseits hier so einen ganz weiten Bogen machen kann, hier links
aber eben gleichzeitig auch diese kleinen Ausbuchtungen vollzieht. Was dann entsteht, sind eben Formen, die erinnern an einen Fluss, der sich so durch ein Tal schlängelt. Diese Flussbiegungen sind die tiefen Töne und die kleinen Steine am Ufer sozusagen, das sind die Höhen. Und dann gibt es noch die Rillenbreite. Je lauter eine Musikpassage, desto breiter werden die Rillen. Die Gefahr dabei, die Rillen könnten sich berühren. Letztendlich ist der Abstand nie so eng. Hier ist mal eine enge Stelle, ne? Aber viel enger soll es nicht sein. Ein bisschen enger könnte es noch sein, aber eben so eng wie möglich und wie nötig eben die Rillen zueinander platziert. Das ist eben die Kunst. Wenn der Abstand immer identisch wäre, würde man bei leisen Passagen sehr viel Platz verschwenden. Ja, und es würde dann letztendlich statt 20 Minuten halt nur 15 Minuten draufpassen. Gerade früher war es noch viel wichtiger, eben sehr lange Saiten zu schneiden. Da hat man auch sehr viele Klassik-Schallplatten gemacht, wo natürlich die Sätze sehr lang sind, wo es um jede Sekunde quasi gefeilscht wurde, die man gerade noch so drauf bekommen wollte auf eine Seite. Und das sagt eben dieser LPI-Wert aus, also wie viele Lines, wie viele Rillen in einen Inch reinpassen. Und somit ergibt sich dann eine Geschwindigkeit, mit der dieser Schneidekopf von rechts nach links sich bewegt. Und die Maschine, die berechnet das auch. Wie viel Platz brauche ich denn eigentlich zwischen den Rillen, dass sich die nicht berühren? Das wird eben berechnet. Heutzutage auch digital simuliert. Und ich mache es beides. Eben die Steuerung ist analog, die Simulation ist digital, um eben da auch die ideale Einstellung zu finden dann letztendlich. Für all die Menschen, die Musik nur als digitales File kennen, zwischen zwei Stücken ist die Pausenrille. Das Spannende an dem Job ist eigentlich, dass man jeden Tag letztendlich neue Musik kennenlernt. Also es kann sein, ich mache an einem Tag nur Hip-Hop und am nächsten Tag nur Jazz und am übernächsten Tag kommt dann noch eine Metalband dazwischen oder eine Punkband und das ist alles wild gemischt und man lernt natürlich auch tolle neue Musik kennen oder manchmal eben auch nicht, je nachdem, ja, was eben gerade so reinflattert an Aufträgen. Und diese Wundertüte ist eigentlich sehr schön, also dass ich nie weiß, was der Morgen bringt sozusagen. Am Ende jeder Seite schließt sich die Spirale zu einem geschlossenen Kreis, der Auslaufrille. Darunter, ganz weit innen, dicht vor dem Ort, an dem später das Label kleben wird, ist Platz für Informationen. Also hier wird jetzt die Produktionsnummer graviert und die A- und B-Seitenmarkierung, dass die Leute, die die Platte pressen, tatsächlich das auch richtig rum einspannen und die Etiketten auf der richtigen Seite landen. Ich graviere auch noch meine Initialen. Das ist wichtig aus dokumentatorischen Gründen und Sammler sind da sehr erpicht drauf zu erfahren, welches Studio das geschnitten hat. Es hat sich so etabliert die letzten Jahrzehnte, dass man da die Initialen des Cutting-Ingenieurs rein graviert. Ja, sieht alles gut aus. Ja, sauberer Schnitt. Denselben Prozess macht er zweimal, für die A- und für die B-Seite. Nach dem Schnitt noch ein Blick auf den Abfallbehälter. Also das ist das Material, das rausgeschnitten wird. Das ist sozusagen die Rille und es ist sehr fein. Es ist ungefähr so fein wie menschliches Haar. Man sieht es, es sind sehr, sehr dünne Fäden, die da entstehen. Es ist aus Nitrocellulose-Lack. Also Zellulose ist ja auch früher als Filmmaterial verwendet worden, ist also sehr brennbar und deshalb muss es regelmäßig geleert werden und am besten in Wasser dann entsorgt werden, dass es nicht brennt. Den nächsten Schritt macht nicht Moritz Illner, sondern ein anderer Vinyl-Spezialist. Der arbeitet in Pforzheim und heißt Björn Bieber. In einem galvanischen Prozess macht er von der Folie einen Abdruck aus Nickel.
Der wird Stamper genannt oder die Pressmatrize. Ich mache das jetzt seit ungefähr einem Jahr. Die Lernkurve ist immer noch sehr, sehr steil. Vor allen Dingen, weil es mir eigentlich ja niemand gezeigt hat. Und ich meine, das ist ein Beruf, den man lernen muss normalerweise. Es sind echt so Kleinigkeiten immer wieder. Naja, am Samstag wollte ich meine Werkstatt hier aufräumen. Dann komme ich hier rein und merke, dass in der Hauptgalvanik eine extreme Schaumbildung stattgefunden hat. Einfach deswegen, weil ich 2 kleine Ventile am Freitag bei der Reinigung der Hauptgalvanik offen gelassen habe. Die gehen in 2 Schläuche, die 2 Schläuche gehen in den Tank. Da war dann wahrscheinlich so viel Bewegung drin, dass das Ganze extrem aufgeschäumt ist. Die Maschine hat Fehlermeldungen gebracht. Passiert mir nicht nochmal. Ja. Als erstes die Mitte der Folie aufrauen. Das sieht man auch später bei der Schallplatte. Unter jedem Label in der Mitte sieht man eine raue Oberfläche. Das ist deswegen notwendig, weil wenn die Matrize später in der Presse ist, die Presse öffnet sich. Nur dann, wenn hier aufgeraut wurde, löst sich das Papierchen, das Label in der Mitte von der Pressmatrize. Ansonsten reißt es und das Papier ist kaputt. Im Prinzip geht es bei der ganzen Vorbehandlung darum, dass wir die Lackplatte mit der Rille elektrisch leitfähig machen. Das sind 3 Bäder. Zuerst die Seife zum Entfetten, die Oberflächenspannung brechen und das Ganze aufladen. Das sind jeweils 5 Minuten, wo die Folie dann in den Schwenkbädern liegt, bis sie dann so weit ist, dass man sie versilbern kann. Im letzten der 3 Bäder wird die Folie in Zinn-2-Chlorid elektrisch negativ aufgeladen, damit im nächsten Schritt die positiv geladene Silberlösung haften bleibt, bis in die tiefsten Rillen. Das Versilbern ist wichtig, damit die Folie elektrisch leitfähig wird. Dafür reicht eine hauchdünne Schicht. Ohne die würde der nächste Prozess, die eigentliche Galvanik, nicht funktionieren. Nach dem Versilbern geht es in die Vorgalvanik. Dort bekommt die versilberte Folie eine erste hauchdünne Nickelschicht. Dafür braucht es diese Nickelkügelchen in einem elektrisch geladenen Bad. Deren Nickel löst sich im Bad allmählich auf und wandert zur Folie. Ganz wichtig, es muss Gleichstrom sein. Dieser Nickel, der wandert dann von der Anode zur Kathode, setzt sich auf der Kathode. Die Kathode ist in diesem Fall die Folie, die wir versilbert haben, ab und bildet so dann die Nickelschicht auf der Folie. 18 Minuten bleibt die Folie bei 37 Grad, 3 Volt und 25 Ampere in der Vorgalvanik. Erst danach ist sie reif für die Hauptgalvanik. Die Vorgalvanik macht man deswegen, um eine dünne Nickelschicht erstmal drauf zu bekommen. Wenn man gleich die große Temperatur und viel Strom drauf geben würde, dann würde sich die Rille eventuell verformen und dann würde es anders klingen und das wollen wir natürlich nicht. Die Hauptgalvanik. Gleicher Prozess, nur mehr Strom, Ampere, Temperatur und viel länger. 75 Minuten. Und so sieht die Folie aus, wenn sie aus der Hauptgalvanik kommt. Die Nickelschicht ist viel dicker. Der Gummiring ist dafür da, um am Rand eine Stelle zu haben, wo kein Nickel aufgebaut wird, weil da greifen wir später ein und trennen dann die Schichten voneinander. Anschließend einmal mehr gründlich abwaschen. Biber verwendet kein normales Leitungs-, sondern demineralisiertes Kreislaufwasser. Keine Umweltbelastung und keine Salze, die sich in den Plattenrillen absetzen und Knackser verursachen könnten.
Wir sehen jetzt hier die fertige Matrize, allerdings die Rückseite davon. Die Vorderseite ist ja zwischendrin. Das ist die Rückseite der Folie, das ist die Rückseite der Matrize, der Pressmatrize oder des Stampers, je nachdem, wie man dazu sagt. Und alles, was für uns relevant ist, spielt sich zwischen diesen zwei ab. Und die trennen wir jetzt gleich voneinander. Das ist im Prinzip die fertige Matrize. Allerdings haben wir noch 5 Probleme. Wir müssen die Rückseite schleifen, die muss spiegelblank sein. Wir müssen das Silber runterbekommen, sonst gibt es Knackser und Knistern. Außerdem haben wir die Mitte verloren während des galvanischen Prozesses. Wir müssen die Mitte wiederfinden, damit sich der Tonarm später nicht zur Seite bewegt. Außerdem ist das ganze Ding noch zu groß. Wir müssen den Rand abschneiden. Und wir müssen das noch außen und innen umformen, damit wir später auf die Pressform in der Pressmaschine einspannen können. Also noch 5 Probleme haben wir und diese 5 Probleme, die müssen wir jetzt nacheinander noch lösen. Problem 1: die Rückseite schleifen. Dann die Pressmatrize vom Silber befreien. In einem Bad aus Wasser, Ammoniak und Wasserstoffperoxid. Man sieht förmlich, wie sich das Silber auflöst in der Lösung. Im Hinterzimmer sucht er die verlorene Mitte. Das Zentrum finde ich dadurch, dass jede Schallplatte innen eine geschlossene Auslaufrille hat. Und diese geschlossene Auslaufrille, die bringen wir jetzt auf den Monitor so, dass sie sich nicht mehr seitwärts bewegt. Dann wissen wir sind genau in der Mitte und dann stanzen wir das Ganze. Auch wenn Anfang der 90er Jahre die meisten dachten, die Schallplatte habe ausgespielt, Björn Bieber glaubte weiter ans Vinyl. Viele sagen, die elektronische Musik hat die Schallplatte am Leben gehalten, aber es war auch mehr unsere Subkultur, also Punk und Hardcore, die das Ganze am Leben gehalten hat. Ganz einfach deswegen, weil als die CD kam, war es vielen Punkern zu teuer, eine CD zu machen. Und deswegen haben sie noch auf das alte Medium zurückgegriffen und haben weiterhin Schallplatten gemacht, weil die halt billig waren. Und so ist in unserer Subkultur eigentlich die Schallplatte hatte Bestand, auch als die CD schon im Mainstream angekommen ist. Früher hat auch Björn Bieber selber Schallplatten gepresst. Wobei das am Anfang einfach nur als Hobby auch gedacht war. Wir haben die Presse damals gekauft. Da ging es hauptsächlich am Wochenende, haben wir ein bisschen gepresst. Und es war mehr Hobby als Geschäft. Erst später wurde aus dem Hobby ein Beruf, bis er 2022 seine Pressen verkaufte. Die Pressmatrize ist fast fertig. Nachdem er den äußeren Rand abgeschnitten hat, muss er ihn noch umbiegen. Die Pressmatrize, die kommt ja in die Pressmaschine. Und der Presskuchen, der ist wie Kaugummi. Der hat 180 Grad. Und wenn sich jetzt die Presse öffnen würde, ohne dass diese Platte hier festgehalten würde, das wird gar nicht funktionieren. Deswegen wird die in der Mitte mit einer Buchse gehalten und außen mit einem Ring, so dass sich die Maschine öffnen kann und die Platte dann nicht kleben bleibt an der Matrize. Das Pressen, das macht die Firma Duophonic in Augsburg. Nicht in dem Hinterhof-Tonstudio, sondern in einer Werkshalle auf dem ehemaligen MAN-Gelände. Das sind unsere beiden Pressmaschinen Paul und Paula. Und die tun schon seit 1975 ihren Dienst und müssen natürlich nahezu täglich wollen die gestreichelt und repariert werden.
Es kann also im Prozess auch einiges immer schief gehen. Oh, kleine Justageschräubchen müssen neu eingestellt werden. Und das ist unser täglich Brot, das eben am Laufen zu halten, vergleichbar mit einem alten Auto, mit dem man Taxi fährt, kann man sagen. So ist das hier auch. Also wir haben alte Maschinen, die aber täglich perfekt funktionieren müssen eigentlich. Improvisation und Spontanität gehören zu ihrer Firmen-DNA. Das stand in keinem Businessplan, sondern war für die beiden Quereinsteiger Moritz Illner und David Jahnke einfach notwendig. Ich komme aus dem Punk. Und meine Leidenschaft für die Schallplatte war schon immer da, weil es halt Subkultur war und immer so der Gegenpol zu dem zur Mainstream-Musik, die dann halt CDs gemacht hatten. Und deswegen war die Platte elementar eigentlich für diese Musikrichtung. Anfang des Jahrtausends lernten sich die beiden Vinyl-Fans kennen und gründeten die Firma Duophonic. Heute pressen sie bis zu 2000 Platten jeden Tag. Vom Punker zum Boss. Ich denke, dass Punk und Unternehmer zusammengeht, obwohl es oft voller Widersprüche ist. Aber ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen für Leute, die sich wohlfühlen bei der Arbeit, ist, denke ich mal, extrem wichtig. Und man kann ja auch ein guter Unternehmer sein und versuchen, Dinge anders zu machen. Und ich denke, das schaffen wir ganz gut hier eigentlich. Ja. Zum Pressen brauchen sie die beiden Pressmatrizen von Björn Bieber. Die muss Moritz Illner oder eine seiner Kolleginnen in Paul oder Paula einspannen. Letztendlich haben wir das alle Learning by Doing gelernt und mussten da sehr viel Lehrgeld zahlen mit nicht perfekt gepressten Platten. Also die ersten Produktionen, die wir gepresst haben, hatten wir einen sehr hohen Ausschuss, weil eben das nicht so geklappt hat, dass die erste und die 300. Platte immer perfekt rauskamen. Nach der unteren Matrize, für die Seite A, kommt die obere, für die Seite B. Ich lerne auch jede Woche was Neues dazu, weil natürlich immer eine andere Kleinigkeit kaputt geht. Dass man auch hören muss, wie gut die Maschine läuft. Dass manchmal ein kleines Klacken oder ein kleines Quietschen, das jetzt vielleicht am Tag zuvor noch nicht da war, plötzlich auftaucht. Dann ist eigentlich schon Zeit, den Schraubenzieher in die Hand zu nehmen und zu gucken, wo kommt das Quietschen denn her. Weil meistens ist es so, dass dann 2 Tage später aus diesem Quietschen dann ein größeres Problem erwächst. Vor dem Pressen müssen sie erst einmal das Vinyl erhitzen. Meistens ist es schwarz. Zigtausende kleine Pellets, die sie zu einem breiigen Kuchen erhitzen, dem Puck. Das ist der Puck. Das ist sozusagen der Rohling, aus dem die Platte dann gepresst wird. Der hat dann so eine knetgummiartige Konsistenz. Und daraus wird mit 180 Grad heißen Dampf die Platte gepresst. Das sind 200 Tonnen ungefähr, die die Platte zusammenpresst. Also hydraulischer Druck, der nötig ist, um eben diese Kunststoffmasse auch in die noch so kleinen Rillen und Vertiefungen in der Platte zu verteilen. Man kann das ungefähr vergleichen mit einem Waffeleisen. Ja, das ist sozusagen der Teig und der wird dann in die Maschine gelegt und dann fertig gebacken zur Schallplatte. Noch bevor sich die Pressformen aufeinander senken, müssen die runden Etiketten oder Labels auf die Unter- und die Oberseite des Pucks gelegt werden. Sie sollen später in der Mitte der Platte haften bleiben. Doch manchmal gibt es damit ein Problem und die Etiketten haften in der Presse und nicht auf der Platte. Diese blöden Etiketten. Leider sind die Etiketten etwas zu feucht. Dann teilt sich das Papier so auf und die Platte bleibt in der Maschine hängen, weil eben Dampf entsteht durch die Restfeuchte der Etiketten. Es ist ja auch nur der Bereich betroffen des Etiketts. Das ist jetzt so ein bisschen verschmutzt. Das heißt, die Rillen sind davon ja nicht betroffen. Und das hat eben sehr stark auch damit zu tun, was draußen für ein Wetter ist. Heute ist es warm und feucht.
Das ist eigentlich so der Klassiker, dass die Etiketten Feuchtigkeit ziehen und dann eben nicht funktionieren. Hier sind unsere Labelöfen, das ist was sehr Wichtiges, weil die ganzen Etiketten müssen vorher über einige Stunden getrocknet werden. Man muss nur aufpassen, dass sich das Papier nicht vergilbt. Früher gab es spezielles Schallplatten-Etikettenpapier, das gibt es aber leider nicht mehr. Deshalb muss man da immer mit Papiersorten, mit Bedruckung und so weiter, mit Papierstärken experimentieren und da für sich das Beste finden. Ja, da haben wir extra einen Beauftragten, einen Etikettenbeauftragten, der sich darum kümmert, ne, dass das so ist. Ein weiterer Ofengang für die Etiketten und das Problem ist gelöst. Paul kann seinen Auftrag abarbeiten. Während Presse Paul nur schwarze Platten presst, mag es Paula nebenan bunter. Nach jedem Pressen noch den überschüssigen Rand abschneiden. Die Pellets für die farbigen Platten müssen Sie für jede Pressung extra hineinschütten. Oft mischen Sie auch die Farben. Es gibt natürlich die ganz klassischen Grundfarben, Rot, Gelb, Grün, Blau und so weiter. Wir können aber auch natürlich spezielle Farben auch beim Hersteller bestellen. Man sieht ja hier, das ist diese Pellets hier, die sind rund, ne, die sind quasi direkt vom Hersteller so geliefert. Und dann gibt es auch Granulat, das wir selbst herstellen, nämlich aus alten Pucks und Produktionsabfällen, die wir schreddern und eben neu zu Granulat verarbeiten. Man sollte nur einmal recyceln, ansonsten wird die Platte immer schlechter, die Eigenschaften des Materials werden schlechter. Aber einmal ist überhaupt kein Problem. Zu ihren Kunden gehören nicht die ganz großen Namen, aber 1.500 € für eine Auflage von 300 Schallplatten, das leisten sich auch weniger bekannte Musiker. Also bei uns wird jede Platte, die gepresst wird, 3-mal oder 4-mal angeschaut. Erstmal an der Presse wird natürlich laufend eine optische Kontrolle durchgeführt. Dann kommt die nach Abkühlen der Spindel, kommt die Produktion dann in die Verpackung. Und da ist es tatsächlich so, dass wir jede einzelne Platte anschauen. Jedes Cover wird inspiziert. Also es wird alles händisch verpackt, eben mit einer visuellen Kontrolle. Bei großen Presswerken laufen diese Prozesse alle automatisch ab. Da fällt sozusagen die Schallplatte nach dem Pressvorgang sofort in die Hülle. Wir recyceln ja auch alle Platten, die wir aussortieren. Das heißt, es wird dann von diesen Platten auch nichts weggeschmissen. Also die fehlerhaften Exemplare werden nicht sofort wieder verwertet. Diese Momente gibt es auf alle Fälle, wo ich mir denke, wow, ich stelle Schallplatten her, weil es so ein komplexer Prozess ist, dass es ein Wunder ist, dass es eigentlich doch so gut funktioniert. Es muss ja vor über 100 Jahren, als die ersten Tonaufzeichnungen erfunden wurden, letztendlich mit Vorläufern der Schallplatte, muss das ja für die Menschen Hexerei, Zauberei gewesen sein. Und das verfängt, glaube ich, immer noch. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.